Stellen wir uns einfach mal vor, dass uns dieses Virus, Covid-19, in einen ungewollten Stresstest gestoßen hat. Leergeputzte Regale, gehamstertes Klopapier, gecancelte Urlaubsflüge. Das sind sichtbare Ausmaße von etwas noch viel Größerem, etwas Weltweitem. Eine globale Krise, die uns jetzt wichtige Fragen stellen lässt. Wollen wir in Zukunft leben? Wenn ja, wie? Und was ist eigentlich mit den Auswirkungen einer anderen, aber mindestens genauso gefährlichen Krise, die tödlich sein wird? Was ist mit der Klimakrise? Warum haben wir das Gefühl, hier tut sich fast nichts? Die fordert schon seit Jahren unzählige Menschenleben, zerstört ganze Lebensräume und wird unsere Welt weiter auf den Kopf stellen. Dennoch darf klimaschädliche Kohle in Deutschland bis 2038 abgebaut und verfeuert werden. Dafür sollen ganze Dörfer abgerissen werden. Und tonnenweise megaschädliches CO2 wird weiter in die Luft geblasen. Und das, obwohl WissenschaftlerInnen schon seit Jahrzehnten davor warnen, dass Kohlestrom der dreckigste überhaupt ist. Wie kann das sein? Warum ignorieren PolitikerInnen einfach ForscherInnen? Während Corona haben die meisten Regierungen der Welt die Erkenntnisse der WissenschaftlerInnen ernst genommen, gehandelt und versucht, unsere Gesundheit zu schützen. Für einen kleinen Augenblick in der Geschichte schien das Gemeinwohl wichtiger als wirtschaftliche Interessen. In der Corona-Pandemie ploppten gute Beispiele dafür auf, dass wir sehr wohl auch ganz anders können. In den USA wurden beispielsweise statt CO2-lastiger SUVs und Pickups wichtige Atemgeräte an den Fließbändern produziert. Systemrelevant trendete wochenlang in den Medien und dabei wurde deutlich, dass klimaschädliche Produktionen ganz sicher nicht wichtig für uns sind. Jobs im Gesundheitssektor hingegen sind essentiell. Milliardenschwere Hilfspakete müssen den Menschen helfen, nicht den Konzernen, die sich seit Jahren einen Dreck um die Umwelt scheren. Wir können aus diesen Erfahrungen lernen, um gemeinsam eine klimagerechte Welt für unsere Zukunft zu bauen. Aber auch wenn sich mehr Menschen als zuvor aufs Fahrrad geschwungen haben, miserable Radwege und zugeparkte Straßen verderben vielen den Spaß daran. Und der öffentliche Nahverkehr? Schlecht ausgebaut und unbrauchbar für Menschen in ländlichen Regionen, um sicher von A nach B zu kommen. Wälder werden immer noch weiter abgeholzt. Für unseren Konsum, für mehr Autos und noch mehr schädliche Klimagase. Wie im Hambi oder im Dani. Wie in den wilden Wäldern Skandinaviens und in den Urwäldern der Karpaten. Wie in den Tropen und wie in den alten Wäldern der USA. Überall da, wo intakte Ökosysteme zerstört werden, Arten aussterben und Mensch und Tier näher rücken müssen. Überall dort steigt die Gefahr von Infektionskrankheiten wie Covid-19. Wenn die Industrie weiter Lebensräume vernichtet, wir jährlich 12 Milliarden Tiere essen und den Klimawandel weiter befeuern, dann war Corona nur ein Vorgeschmack auf das Unvermeidliche, was dann kommen wird. Wenn PolitikerInnen und große Wirtschaftsunternehmen weiterhin ignorieren, was Robin Wood und andere Organisationen schon seit Jahren fordern, dann steht der größte Stresstest erst noch vor der Tür. Aber gemeinsam können wir das Ruder noch rumreißen. Es ist heute wichtiger denn je, über die Gefahren des Klimawandels zu informieren und die AkteurInnen zum Handeln zu bringen. Wir brauchen jetzt radikale Veränderungen, um auch nur die schlimmsten Folgen der globalen Erwärmung abwenden zu können. Wir müssen weg vom Zwang zum schnellen Wirtschaftswachstum, hin zu mehr Naturwachstum. Wir müssen weg vom bedingungslosen Kapitalismus, hin zu mehr Klimagerechtigkeit. Wir müssen weg von der Gier nach Reichtum, hin zu mehr Artenreichtum. Wir müssen weg vom Profit für Konzerne, hin zu mehr Lebensqualität für alle. Nur gemeinsam schaffen wir mehr. Einfach mal weniger kaufen oder auch mal nichts kaufen. Gemeinsam organisieren und für Klimagerechtigkeit einsetzen. Direkte Aktionen unterstützen und zeigen, wie weit Umweltschutz gehen muss. FreundInnen und Familie von Ökostrom überzeugen. Oder Organisationen für Klimagerechtigkeit finanziell unterstützen. Wir müssen jetzt gemeinsam aktiv werden, um unseren Planeten zu retten. Kämpfen wir für Klimagerechtigkeit. Zusammen für Arten, Umwelt und Klimaschutz.